Oh, morgen die Damen. Na, alle gut geschlafen? Stimmt, wo er es sagt, sind fast nur Frauen hier gerade. Taurus war auch ein Kerl, aber ist ein Nopon, deswegen zähle ich ihn nicht ganz. Wir haben fast nur Frauen. Wir haben auch kein einziges Blade, außer Rock. Und der ist ein Vogel, das geht auch nur so halbwegs. Der, glaube ich, in unserer Heldenparty von der Story her eine Rolle spielt. Das sind alles bloß Frauen tatsächlich. Ja, das zu Voker-Gender und zum Quatsch, ne? Also, Xenoblade 2 war bereits krass modern, noch bevor der ganze Mist aufkam. Und hat hier starke Frauen etabliert. Und zwar auf eine Art und Weise, wie es wunderbar funktioniert und nicht, wie es irgendwie aufgesetzt oder keine Ahnung was ist. Man kennt das hier heutzutage. Viele Sachen haben das sehr aufgesetzt, starke Frauen, und verkaufen starke Frauen mit einer Mary Sue, was ja total Schwachsinn ist. Hier zum Beispiel Star Wars, ne? Also Mary Sue, wer es nicht weiß, ist ja quasi ein Fan-Charakter, eine Fan-Version eines unbesiegbaren weiblichen Charakters, der alles niedermetzelt, aber überhaupt keinen Sinn, Verstand, Charaktertiefe und so weiter hat. Mary Sue halt wie Rey in Star Wars. Das hier wiederum sind alle starke Frauen, die haben alle Hintergrund, alle Charakter, die haben was. So sollte man das darstellen, nicht irgendwie gezwungen und hauptsächlich, wir machen Ghostbusters auf Frauen und dann kommt ein Scheiß. Unser Film war scheiße. Ghostbusters mit den Frauen, der Film war echt ekelhaft. Der Humor war irgendwo da unten. Und so weiter und so fort. Ich bin gerade in dieses Thema reingerutscht, ich wollte eigentlich gar nicht dahin, aber kam mir gerade so, weil ich sie gerade so sehe und das passte einfach. Aber Xenoblade macht das super gut. Ja. Ich habe kein Auge zugemacht. Habe ich fast schon gedacht. Na dann, wie wär's mit einem schönen Spaziergang zur Halle rüber, ha? Frische Luft macht müde Geister munter, liebe Leute. Und irgendwer muss ja Morag dahin eskortieren. Immerhin ist sie eine Dame. Danke, ich finde meinen Weg sehr gut alleine. Aber Mythra wird doch auch eingeladen, oder? Ich fürchte schon, ja. Na also, dann können wir ja zusammen rübergehen. Tja, wenn man es so sieht, dann gehen wir halt alle hin. Also Mythra als was sie ist, ich als hier Driver zwangsläufig. Morag als Repräsentantin ihres Volks und der Prinz ebenso. Nur Tora und Nia sind eigentlich nicht wirklich von Belang hier drin. Egal. Söldnertruppe. Abgeschlossen. Tolle Wurst. 3400 Punkte bis zum nächsten. Meine Fresse. Also Rang 4, das dauert noch eine Weile. Ich will doch ganz gerne mal das hier machen, ne? Problem ist nur, dass diese Mission halt erstens bloß für Asami ist. Und zweitens eben diese Fragezeichen bei der benötigten Zeit hat. Ich muss also wahrscheinlich irgendein Event triggern nebenbei und ich weiß nicht welches. Das heißt, solange ich das Event nicht triggere, ist meine Armada unterwegs, meine Söldnereinheit, und kommt nicht wieder. Ich meine, die ganz so lange dauert. Was natürlich kacke ist. Denn dann kann ich entsprechend keine anderen Aufträge machen. Das liegt einfach im Grunde, mache ich die Mission erstmal noch nicht. Da muss ich vielleicht vorher mal Google anschmeißen oder wenn ich 3 Trupps durchschicken kann. Meist vielleicht, aber ansonsten lasse ich die erstmal außen vor. Ja. Na dann, ab zum Prätor. Oh, ich bin ein bisschen besoffen. Gut, jetzt haben wir uns gefangen, jetzt geht's wieder. Wach werden. Rausch ausgeschlafen. Wir müssen bei klarem Verstand sein, es geht gleich wichtige Dinge zu besprechen. Sehr wichtige Dinge, die haben mit Krieg zu tun. Wichtig. Ich habe gerade einen krassen Bock drauf, Harvestella zu spielen. Egal, das habe ich auch Bock. Ich habe auch Bock drauf. Das, aber irgendwie muss ich gerade einen Harvestella denken, ich weiß auch nicht wieso. So, komm. Keiner da? Also so. Ach so, Nebenraum. Okay. Machen wir. Hallo, Senelo. Wie geht's dir so? In diesem Raum befindet sich der Tagungsort für den Gipfel der Nationen. Ja, da haben, wie gesagt, Tora... Wo ist Tora überhaupt? Wäre ihm auch schon nicht zu sehen, jetzt wir ja nicht. Und Nia an sich nichts verloren, weil sie da ganz normale Bürger.
Ich halt nur bestenfalls, weil ich halt es erlaubt bekomme mitzumachen, weil mein Blade nochmal super wichtiges ist. Aber hier, das dazu. Nur den Repräsentanten der teilnehmenden Nation ist Zugang gewährt. Ja. Mit anderen Worten, Endstation für uns. Siehste. Dann werden Bridget und ich nun unseren Platz auf dem Gipfeltreffen einnehmen. Ja, und da hänge ich mich gleich mal mit dran. Ich bin der Signator. Dich wollen sie auch dabei haben, Mithra. Du erinnerst dich? Ja. Ehrlich gesagt weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber ich komme wohl nicht drum herum. Rex, ihr wartet am besten. Ach, ich darf nicht mitkommen, trotz allem. Okay. Keine Sorge. Ja, sei vorsichtig, Alter. Es ist bestimmt gefährlich da, Mithra. Keine Sorge, ich bin gleich wieder da. Gott. Okay. Starke Frau. Nicht sehr viele Nationen anwesend, wa? My deepest thanks to you for agreeing to this ceasefire. Queen Rakura, Emperor Nile. As I recall from the Assyrian treaty of 350 years ago, the Praetorium was to refrain from intervention in times of war. And yet here you are intervening. Ey. But I trust you have a suitable justification. Möchte vermitteln, schätze ich mal, nicht einmischen in dem Sinne. Sei mal nicht so. Naturally. But first, to ensure impartiality in these negotiations, may I present Nira, acting chairman of the Argentum Trade Guild. Furthermore, representing the Tantalese, His Highness the Crown Prince Ozekairos Brunev Tantal. Ja, genau der. Will also be attending. Der Name, Alter. Sieg. The Crown Prince, the prodigal prince of Tantal. Sieg. Oder auch Siegnator genannt. So kurz hätte es sein können. Aber nein. Oh, what a spectacle. Seems the Praetor has as much clout around here as ever. Could we not just take them out here and now? Good point. All the principal nations' heads gathered here? It'd make things easy later. The way to the world tree must first be opened. Wiping out mankind is the easy part. We could manage that ourselves. Even so. That isn't our only goal, remember? We must wait for the stage to be set. Is Jin serious about this? Yeah. I've been wondering that myself. Oh, he's serious. He always is. Stimmt. He will annihilate mankind, and then he will kill the architect. Oha. Das hören wir gerade zum ersten Mal. Jin. Now, it seems Morardain has been accused of a unilateral breach of treaty in this matter. Emperor Nile, I open the floor to you. Is there anything you wish to say? While we are still conducting investigations into the cause, it cannot be denied that weaponry belonging to our forces was discharged against Uriah. Regardless of any possible reason and circumstance, we are prepared to offer recompense for this grave offence. So you want to settle this with money? We will provide any compensation deemed necessary. Perhaps I'm misunderstanding. To my ears, it sounds almost as if you mean to imply that the blame for these offences does not lie with your Majesty at all. We are investigating. I ask that we not draw any hasty conclusions. What need is there for investigation? I believe a cause has already been established. There are witnesses. And that would be? Hier, der Sieg. What a preposterous notion. The people you speak of are merely a terrorist group. How could they possibly command that measure of... It's the truth. I, Ozekairos,
Swear this in the name of King Eulogimenus Tantal. Na, Alter. Can confirm ex-Chairman Banner give these people some kind of supplies. Military supplies, methinks. And in great number, yes. But why would... What if I were to tell you that the Aegis Malus, who raised the world 5 centuries ago, was involved? Apropos, wo ist überhaupt Mithra jetzt? Ridiculous. Everyone knows he disappeared in a blaze of flame. He's very much alive, believe me. That arsehole, I mean, the Aegis, has confronted us in person. And if my word is not enough for you... Ah, jetzt kommt sie. A blade? But that core crystal... This is another Aegis, named Mithra. Your Highness has heard of her, surely? So the rumors that reached us were true. Who is its driver? Ich. If you knew that, I dare say your surprise would be even greater. But that is not the matter we are here to discuss, Your Highness. This is a dire situation. Sieg kann auch sehr ernst sein. Aber die Stimme passt dann einfach nicht mehr. 6 o'clock already. Mithra's been in there for a long time now. We've just got to trust them. They're dealing with the leaders of whole nations. It's not like there's anything you or me can do to help. Ach ja. I've noticed something about Malos. He's an Aegis, but you wouldn't know it from how he's fighting. I'm pretty sure he's damaged in some way. You mean he can't use the full extent of his powers? The wounds I dealt in our battle long ago may not be completely healed. His end goal is Elysium. He wants to go back to the place he was born. There he can heal until his powers have recovered. If Malos is allowed to restore himself, the horrors of 5 centuries past will return. Or worse still, Malos's goal is simple. He means to destroy humanity in its entirety. Why would anyone desire that? Perhaps he doesn't even need a reason. It seems to be a deep-seated drive. An instinct. As natural as breathing. All of this is my responsibility. Stimmt. Praetor Amalthus? Whatever do you mean? It was none other than I who awakened Malos and unleashed him upon the world. Moment. Ich hätte gedacht, dass Malos jetzt schon so lange da ist wie Mithra. Dann wiederum gut, geschlussfolgert daraus, dass er ja, sag schnell, sich an die Ereignisse von vor 500 Jahren erinnern kann. Das können ja Blades nicht, wenn sie neu erschaffen werden. Es sei denn, sie sind Flash-Eater und haben ihre Driver irgendwie, weiß gar nicht, ob sie gegessen haben, das wird ja nicht so gesagt, aber das ist was anderes, glaube ich, irgendwie. Die leben dann ja auch weiter und können lustigerweise ebenfalls Blades dann rekrutieren. Haben wir anfangs gesehen mit Malos und Jin, die hatten ja beide Blades dabei gehabt. Oder aber, gut, ich meine, die Aegis ist sowieso was anderes. Vielleicht kann sie sich generell erinnern, weil sie halt ein super Blade ist. Oder aber Amalthus ist selbst auch schon so alt, was ja auch sein kann, denn offenbar... Bam, 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 bam. Turin! Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Ja, jedenfalls, demnach, was vorhin gesagt wurde, du siehst gar nicht so alt aus und der hat ewig Lebensstandard, ist er selbst aber auch tatsächlich schon die entsprechenden 500 Jahre alt, das weiß ich nicht genau. Wiederholte dunkle Grüße, ja. So, jetzt aber weiter. So,
Your Eminence, the rumor that you were once Malos's driver is... Ich denke, ist I es. never intended to obscure the truth. It is writ plain for all to see in history books. I was a fool. It was to prevent such foolishness that all passage to the World Tree was forbidden after the Aegis War. However, it has become apparent that the laws of men do not apply to Malos. The time may have come to lift that restriction. Ein Mann von Einsicht. Scheinbar. Gut, das war's jetzt schon. I appreciate this. Don't think you've earned my trust. But since Rex is going to Elysium, their paths are bound to cross. That's all. I'm surprised. You seem so devoted to the boy. It's for both our sakes. But you, Amalthus, who is it that you're living for? Ja, die Antwort bitte? Er hat nicht geantwortet. Verdächtig. Sehr verdächtig. Morgen, die Damen. Das fängt am letzten Morgen schon. Oh, täusche ich mich oder sieht die viel frisch aus als gestern, ha? Hat Pandoria irgendwelche Krämpfe? Jetzt so die Fingerchen so von sich gestreckt. Krampfhaftartig. Geht so. Fans Staatsbegräbnis ist für heute angesetzt, nicht wahr? Ja, die Zeremonie soll direkt vor dem Heiligtum stattfinden, auf dem Seorisplatz. Ja, willst du da hin, Kollege? Ha? Ja, ich würde mich schlecht tun, wenn ich nicht hingehen würde. Platz von Seorisplatz ist gleich um die Ecke. Tora schlägt vor, dass Freunde nicht trödeln. Lieber Hoppi Galoppi hin. Meister Pon hat heute wieder herrischen Tag. Ja. Dieser Meister Pon. Ah, Morag ist weg. So ein Drag. Ja. Das ist langsam wichtig, ne? Sieg hat zu wenig Blades, um 4... Ah. Somehow sind auch die Söldner wieder da. Ursula. Immer diese Ursula. Hab ich noch irgendwo einen lila Vertrag, rosa Vertrag für dich? Nein, da nicht. Stimmt, oder? Nein. Oh. Was ist das für Godfrey, sehe ich gerade. Ah, toll. Komm, ich mal den einfach. Weil 30 Minuten ist doch fix gemacht. Gott, also keinen speziellen für sich. Go, 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 Power Rangers. Alle weg damit. Läuft. Hüpf. Ab zur Beerdigung. Traurig. So traurig. Sequenz. Also, ja, jetzt. Okay, cool. I guess they did call her a goddess. The state funeral makes sense. Shouldn't you be with him? He's a boy. Best not to bother them at times like this. I expected you'd be more clingy. You really are different from her. Actually, letting him be was more her idea than mine. Really? Pirates? Get out. So wait, you're saying you want to go be clingy or what? I'll burn you. I kid. Sheesh. So kalt, ey. It's weird though.
What is? I mean, don't you think it's odd? Normally, if a blade or its driver dies, it'll just go back to being a core crystal. So why is Fan just dead? Weil Kristall kaputt gemacht wurde, dachte I ich. did wonder the same thing. There's only one way I know for a dead blade to keep its physical form. Remember Minoth? I mean Cole. He was a flesh eater. Yeah. But Fan wasn't a flesh eater. I can say that for sure. What's that? That's the shape of Fan's core crystal. Well, how it used to be. But now it's a triangle. Rex and I are quite a unique case, but this is different still. How is it different? If a blade shares its core with another, its shape changes in a uniform fashion. In our case, the center part went to Rex, and the outer part to us. I don't know why that is, but it seems to be a rule. But Fan's isn't like that. Exactly. It looks more like someone stole her core, doesn't it? War sie eigentlich Amalthus Blade? Wahrscheinlich, ne? Dann hat der wohl seine Fingerchen im Spiel, der dreckige kleine Prätor. Ja, das war mit Abstand die größte Beerdigung, die ich jemals gesehen habe. Die Zeremonie hat aufs Rührendste demonstriert, wie sehr das Volk Fan geliebt hat. Die Göttin von Indol haben die sie genannt. So schnell wird sicher niemand ihren Platz mehr einnehmen. Hey Rex, wie lautet dein Plan eigentlich jetzt? Oh, wenn wir zum Weltbaum wollen, dann brauchen wir die Hilfe des Prätors. Hilft ja nichts. Meister Rex, ich habe euch gesucht. Prätor Amalthus wünscht euch zu sprechen. Er erwartet euch im Audienzsaal. Ach, das trifft sich hervorragend. Vielleicht will er den Weltenbaum mit uns mit dem bequatschen. Ne? Über den Anlass weiß ich leider nichts, mein Herr. Naja, wir werden es ja merken. Nichts wie hin zum Audienzsaal. Signator! Wusch! Also heute ist echt sehr wenig Gameplay. Das ist echt fast nur heute Kino gucken. Das ist total, also es kommt aber gerade Sequenz auf Sequenz. Ich finde es per se nicht schlecht. Habe ich weniger zu tun. Aber wäre geiler gewesen, wenn es gekommen wäre zu einer Zeit, wo ich Corona oder erkältungsbedingt weniger sprechen konnte und so. Aber ist in Ordnung. Ich meine, gehört so oder so zum Spiel dazu. Aber naja, wir spielen jetzt, was haben wir, heute fast schon 3 Stunden gestreamt. Und wir sind prinzipiell immer noch hier, wo wir den Stream angefangen haben. Also immer noch auf der gleichen Indol-Sache. Klar, wir waren kurz unterwegs gewesen, haben 1, 2 Bosskämpfe gemacht und so. Dann war es das schon wieder. War heute echt sehr wenig Gameplay bis jetzt. Das ist schon auffällig. Aber das Spiel gerade ist eben so. Das ist ja auch nicht verkehrt. Es ist ja wirklich auch krass, was hier an Handlung alles in der Zeit gezeigt wird. Ne? So ist nicht. So ist ja nicht. Und tschüss. Kristalle. My apologies. Did I keep you waiting? No, not really. What were you doing? I was cleansing the core crystals. It markedly increases their resonance success rate. Bonding with a crystal carries certain risks, you understand. I know. When I became the driver of an Aegis, this power was awakened in me. So, I might be able to do it too? Who knows? Different people are cut out for different things. Right, yeah. Now then, my work is done for the day. Come with me. Okay. Gruseliger alter Onkel. A special envoy? To Tantal? Me?
Correct. Behold. As a salvager, I imagine you are already aware, but this is Allrest, the world we currently inhabit. We make our home on Titans, moving in circles around the world tree. And here lies the Great Void. This void came into being 500 years ago. It did not exist prior to that. So I've heard. It's in our way anyway. It stopped us reaching the world tree. The Great Void is carved from the Cloud Sea by a monstrous beast known as Ophion. Wait, you mean that thing? To be precise, it is an artifice, a servant of the Aegis. Of Mithra? So if that thing is Mithra's, then what did it attack us for? Doesn't make sense. Ophion was felled in the ancient battle with Malos, sinking below the clouds. This means someone must have revived it. Correct. And you're saying that someone was Zeke's home country, Tantal? Yes. They gave Ophion one directive: to ensure that none approach the World Tree. They sought to prevent a repeat of the horrors of the Aegis War, so an obstacle was created, the Great Void. How did they manage a feat like that? As I've said, mankind is regressing. Only one artifact remains that can rescind Ophion's orders, and it lies in Tantal. It's called the Omega Fetter, and it's guarded by the royal family. I'll take you to it. I've prepared your envoy documents already. Your quest is to set foot in Elysium, correct? Malos and his ilk will surely seek the Omega Fetter for themselves. I would ask you to reach Elysium before they do, and inform me of what you find there. Versuchen wir's mal, ne? Do it as a favor for a once foolish old man, and so that people may have a future in this dying world. Ja, so edel von dir, so selbstlos, so reumütig, so unglaubwürdig. Hey Sieg, war das ernst gemeint, dass du uns nach Tantal bringen willst, ja? Ja, und ob das ernst gemeint war. Aber lass uns reden, wenn wir wieder zurück sind im Zimmer, okay? Manche Dinge bespricht man lieber nicht zwischen Tür und Angel. Ach, wie du willst, dann erst zum Zimmer zurück. Ja, bitte? Tja, also wie gesagt, Kurin, dann grüß mal gern zurück, den Lump. Ja, selbst Hallo sagen können. Was ist los mit ihm? Aber gestreamt oder nicht? Ich habe erst Shadow nicht gesehen die Tage, ne? Oder habe ich was verpasst, Kurin? Weißt du dazu zufälligerweise mehr? Ich habe ihn nicht online gesehen, der Zeiten. Runter, runter, runter.